Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Velo. Es ist ein Faltrad, das ein relativ kompaktes Faltmaß mit einem möglichst großen Alltagsnutzen verbinden möchte. Und in diesem Video gucken wir uns das Velo einmal ganz genau an. Falträder sind die ideale Ergänzung für so ziemlich jeden Fahrradfuhrpark, weil sich mit ihnen sämtliche Formen der Mobilität nutzen lassen. Erstens kann so ziemlich jede Person ein Faltrad fahren, egal ob klein oder groß, egal ob alt oder jung. Und sie lassen sich im Auto mitnehmen, sie lassen sich in der Bahn mitnehmen, sie lassen sich im Cargo-Bike mitnehmen und sie lassen sich quasi überall parken. Und ich bin auf der Suche nach meinem perfekten Faltrad. Und der nächste Kandidat ist das Velo hier. Aber abonniert am besten jetzt einmal diesen Kanal, damit ihr auch die zukünftigen Kandidaten nicht verpasst. Velo wurde 2014 von Valerie und Valentin in Vienna gegründet. Sie wollten ein modernes Klapprad bauen, das nur noch eine einzige Gemeinsamkeit mit den alten Klapprädern aus den 70er Jahren hat. Aber dazu später mehr. Per erfolgreichem Crowdfunding haben sie dann die ersten Räder auf den Markt gebracht und konnten seitdem auch einige Designpreise einheimsen. 2017 kam dann das erste Velobike Plus auf den Markt, ein Faltrad mit Elektromotor, der hier hinten in der Narbe sitzt und einige spannende Features bietet. Und im Oktober 2022 haben sie dann das erste richtige Lastenrad vorgestellt. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das fährt. Aber in diesem Video geht es ums Faltrad. Das Velo gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Stahl- und Titanrahmen und mit verschiedenen Schaltungen. Und hier haben wir jetzt das Velo mit der Alfine 8-Gang. Und das gucken wir uns heute mal ganz genau an. Der komplette Rahmen, Gabel und Hinterbau des Velo bestehen aus Stahl. Die Laufräder, und das ist die einzige Reminiszenz an alte Klappräder, sind 20 Zoll groß und sollten somit gute Fahreigenschaften bieten. Wie gut, das sehen wir nachher im Fahreindruck. Die Schaltung ist eine Shimano Alfine 8-Gang-Nabenschaltung und angetrieben wird das Ganze über einen Riemen. Und die Bremsen, das ist auch ganz spannend, das sind hydraulische Scheibenbremsen mit Velo-Branding. Das Velo hat ein Eigengewicht von 13 Kilogramm und darf maximal 125 Kilogramm auf die Waage bringen. Das Velo passt für Leute verschiedenster Größe. Allerdings für Große, so wie mich, bietet Velo auch eine längere Sattelstütze und einen längeren Vorbau an. Der normale Vorbau ist ein relativ kurzer Stummelvorbau. Hier lässt er sich dann auch noch in der Höhe verstellen. Entweder sehr, sehr hoch oder sehr, sehr niedrig. Wir stellen es mal irgendwo in die Mitte. Und dann ist die Sattelstütze auch sehr, sehr lang. 600 mm, um genau zu sein. Und bietet damit einiges an Kapazität. Ich kann also sehr einfach aufsteigen hier auf das Bike und habe dann eine sportliche Sitzposition. Wenn ich etwas aufrechter sitzen möchte, dann kann ich den Vorbau noch mal etwas höher stellen. Das ist jetzt so die höchste Sitzposition, dann sitze ich etwas aufrechter. Das Velo bietet einige sehr schöne Details und das erste Detail, was mir aufgefallen ist, ist das hier. Flaschenhalterösen, ganz genau. Mit dem Velo sind auch einige Radreisende unterwegs und die freuen sich natürlich, wenn sie Dinge richtig am Rad verschrauben können und nicht irgendwo nur festzurren müssen. Und hier ist eben auch die Möglichkeit, ein Schloss oder ähnliches wirklich fest am Rahmen zu montieren. Ein weiteres Detail, wir haben hier ein Faltrad, wo der Hinterbau nach unten wegklappt. Auf den Faltmechanismus gehen wir später noch ein, aber trotzdem ist hier ein Riemen montiert und hier kein zusätzlicher Riemenspanner irgendwo. Das wird dadurch ermöglicht, dass der Drehpunkt für diesen Faltmechanismus nicht hinter dem Tretlager liegt, wie bei den meisten anderen Falträdern nach diesem Prinzip, sondern vor dem Tretlager. Dadurch ist der Abstand hier zwischen der Kurbel und dem hinteren Ritzel immer gleich. Smart. Velo bietet auch mehrere Gepäckträgerlösungen an. Einmal gibt es für hier hinten einen Heckgepäckträger, der 20 Kilo laden darf und der dann hier so beim Faltvorgang nach vorne weggeklappt wird und somit auch den Bauraum nicht weiter vergrößert. Der vordere Gepäckträger sitzt auf so einem Trägerblock und lässt sich ganz einfach abnehmen und darin mit hinnehmen, wo man es einfach gerade braucht. Dieser Trägerblock ist auch kompatibel zu dem Zubehör von anderen Faltradherstellern. Das heißt, die Auswahl an Zubehör
das auf diesen Trägerblock gebaut werden kann, ist wirklich riesengroß. Aber hier haben wir jetzt den Velo Originalträger. Der ist sehr schön stabil, darf mit 10 Kilogramm belastet werden und da lassen sich auch relativ große Taschen drauf verzurren. Wir haben jetzt hier allerdings das originale Velo Daypack drauf. Das ist auch ein spannendes Produkt. Auf der einen Seite ist der wasserdicht, ist hier mit einem großen reflektierenden Velo-Logo ausgestattet und ja, bietet genug Stauraum für so ein 13 Zoll Notebook und hier passt wirklich richtig viel rein. Ist dann hier noch in mehrere Taschen unterteilt mit einer kleinen Tasche hier vorne noch. Den finde ich ziemlich cool. Und man kann den auch von diesem Gepäckträger eben abbauen und dann mit diesen zusätzlichen Strapsen als Rucksack tragen. Deswegen Daypack. Und wenn man dann losfahren möchte, dann nimmt man den einfach, klickt den hier drauf und kann losfahren und die Lenkung wird dadurch auch nicht beeinträchtigt. Die Verarbeitung des Rahmens ist meines Erachtens auch sehr gelungen. Wir haben hier erstmal Stahl, so als klassisches Rahmenbaumaterial mit schmalen Rohren, die nicht allzu sehr auftragen. Dadurch sieht das ganze Rad, finde ich, sehr elegant aus. Und dann ist auch die Verarbeitung zwischen den einzelnen Rohren, diese Nähte sehen sehr schick aus. Und wenn man dann hier hinten guckt, dann ist das eine ziemlich einfache Geometrie insgesamt, aber da gibt es dann doch so ein paar Twists, damit eben dieser Faltmechanismus so gut funktioniert, auf den wir gleich eingehen werden, keine Sorge. Auch die ganzen Komponenten, die hier am Fahrrad verbaut worden sind, sind Fahrradstandardkomponenten. Die Laufräder natürlich in 20 Zoll, aber die Narben vorne und auch hinten sind Standardnarben. Die Bremsscheiben sind standardmäßig aufgebaut. Die Kurbel ist standardmäßig aufgebaut. Wir haben hier eine normale, wenn auch sehr lange Sattelstütze. Und auch dieser Vorbau ließe sich durch einen anderen Vorbau ersetzen, der vielleicht nochmal etwas anders höhenverstellbar ist zum Beispiel. Das Einzige, was hier nicht ganz so standardmäßig ist an diesem Fahrrad, ist der Lenker. Aber der ließe sich auch durch ein Standardteil auswechseln. Was dann auch noch ein Standardteil ist, ist das vordere Schutzblech. Das hintere Schutzblech ist es aber definitiv nicht. Und warum? Das zeige ich euch jetzt beim Falten. Der Faltmechanismus beim Velo wird dadurch ermöglicht, dass wir hier verschiedene asymmetrische Drehpunkte haben, um die Teile dann gefaltet werden. Wenn wir das Rad jetzt zusammenfalten, dann haben wir verschiedene Magnete, die das in der aktuellen Form halten und auch gleich, wenn es zusammengefaltet ist. Hier könnt ihr das sehen. Das Schutzblech ist mit so Magneten befestigt und geht eben mit diesem Faltmechanismus dann zusammen und auseinander. Und auch hier der Hinterbau steckt an diesem Elastomer mit einem Magneten. Und auch hier ist ein Magnet, damit das Rad zusammenhält, wenn es zusammengefaltet ist. Und wir falten es jetzt mal zusammen. Dann müssen wir hier einen Sicherungsstift rausnehmen. Der bamselt dann lustig in der Gegend rum. Wir lösen dann diese Schelle hier und dann können wir das in einem Schwung im Grunde machen. Wenn man ein bisschen mehr Übung hat, dann geht das ein bisschen besser. Hier muss ich jetzt so einmal machen und dann schnappen hier im Grunde auch schon die Magnete ein. Und dann steht das Rad. Jetzt haben wir den Lenker, den kann man auseinanderziehen. Und auch natürlich hier die Sattelstütze sollte runtergelassen werden, um das ganze Rad dann in dieses Faltmaß zu bekommen. Das Ganze ist jetzt relativ kompakt mit 79 cm Länge, 57 cm Höhe und 29 cm Breite. Durch diesen längeren Vorbau und die längere Sattelstütze ist es natürlich etwas höher als 57 cm. Aber jetzt können wir das nehmen und einfach losgehen. Und wenn wir wieder zurückkommen, dann stellen wir das einfach hin, lösen die Sattelstütze, stecken den Lenker wieder zusammen, zack, zack, lösen den kleinen Magneten, klappen das Rad hinten wieder aus, also hinten ist jetzt auch schon fest, vorne muss es dann noch einmal hier festgezogen werden. Sicherlich auch ein bisschen einfacher geht, wenn ich nicht die Kamera anhabe. Sicherungsstift wieder rein, Sattel auf die richtige Höhe bringen, Lenker auf die richtige Höhe bringen. So. Diese Daypack vergessen. Aber den kann man auch dran klemmen, wenn das Rad zusammengefaltet ist. Und ab und zu mal Faltrad im Kleinwagen mitnehmen, Tillmann. Zeige euch jetzt, wie das Rad fährt. Unterwegs mit dem kleinen Velobike. Und wenn man jetzt losfährt, dann fällt zuallererst mal auf, dass der Lenker richtig schön breit ist. Also hier wird bei der Lenkerbreite durch diesen Steckmechanismus kein Kompromiss eingegangen.
Das Fahrrad lenkt willig ein und wenn man so über Unebenheiten fährt, so wie jetzt hier, dann machen die 20 Zoll Räder einen guten Job. Also es fühlt sich nicht an wie ein Kinderfahrrad, sondern relativ groß und es lenkt willig ein, es lenkt direkt ein. So, 8. Gang. Also jetzt bei hohen Geschwindigkeiten kann man irgendwann nicht mehr mittreten, das wird zu schnell. Aber ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir sind, aber auch wenn man richtig schnell irgendeinen Berg runterrollt, dann ist es sehr stabil. Die Lenkung flattert nicht oder ähnliches. Und weil es so schön war, fahren wir da jetzt auch wieder rauf. Und wir gucken jetzt mal, wie das andere Ende der Übersetzung gestaltet ist. 2. Gang. Also das ist schon eine sehr kleine Übersetzung jetzt. Ich denke auch, also stärkere Steigung sollte man damit gut hochkommen. Denn das hier ist der kleinste Gang. Also, das eignet sich auch für Fußgängergeschwindigkeit, wenn man irgendwelche starken Steigungen hat. Und nach oben hin ist es natürlich dann begrenzt. Da kann man bei gewissen Geschwindigkeiten nicht mehr mittreten. Aber ich hatte jetzt im Alltag so immer das Gefühl, dass ich eine gute Bandbreite hatte. Natürlich in Lübeck, ne? Muss man natürlich auch wissen. Und jetzt bei so einer glatten, geraden Strecke fährt es sich wirklich sehr angenehm. Man kann gut die Geschwindigkeit halten und was halt auch auffällt, also das ganze System, gerade mit dem Riemen, ist leise und unglaublich wartungsarm. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man jetzt hier so ein bisschen ins Pedal tritt und auch eventuell aus dem Sattel rausgeht, dann fühlt sich das Fahrrad unter einem sehr steif an. Also der Rahmen mit dem doppelten Rohr, der ist echt gut gestaltet, der ist echt stabil und auch wenn man irgendwie sich schnell in die Kurve lehnt, neigt er überhaupt nicht zum Flattern oder zum Aufschaukeln, auch nicht unter meinem Gewicht. Und auf freihändig fahren ist ohne Probleme möglich. So, Offroad. Jetzt sind wir so ein bisschen bergab. Die Strecke ist etwas feucht, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber also die Bremsen arbeiten wirklich gut, die lassen sich fein dosieren, haben einen guten Druckpunkt. Auch sowas ist möglich. So, da vorne ist der Weg so ein bisschen trocken. Wir bremsen mal kurz auf diesem trockenen Stück und ja, die Reifen sind jetzt nicht besonders dick, aber die Bremsen lassen sich wirklich gut dosieren und sind kräftig für dieses kleine Fahrrad. Was jetzt hier auffällt, also die Federung kommt zum größten Teil von den Reifen. Wir haben jetzt zwar ein Elastomer hinten, aber da habe ich festgestellt, das macht gar nicht so viel, aber es sorgt halt dafür, dass diese Verbindung zwischen Hinterbau und vorderem Rahmen möglichst langlebig ist. Wo man bei anderen Falträdern vielleicht teilweise das Gefühl hat, dass irgendwie das Vorderrad kippen könnte, ist das hier bei dem Velo nicht der Fall. Dadurch, dass sie halt mit 20 Zoll relativ groß sind, aber auch über Kopfsteinpflaster, kommt es richtig gut rüber. Fährt schnell, fährt zuverlässig, macht keine Faxen. Anstrengend, Leute. Warum gebe ich eigentlich immer so Gas bei solchen Tests? Das liegt wahrscheinlich daran, weil es auch sportlich ausgelegt ist und weil es das ja zum Beispiel auch als Gravel-Version gibt mit richtigem Dropbar und allem. Also ich kann mir gut vorstellen, das als so Falt-Gravel-Bike auch tatsächlich zu nutzen, wenn man viel zum Beispiel reist, viel im Zug unterwegs ist und nicht immer so ein Zugticket für das Fahrrad kaufen möchte. Und wir gehen jetzt zurück zu Präsentations-Tillmann. Ja, vielen Dank. Ab und zu Faltrad im Kleinstwagen mitnehmen, Tillmann. Gucken wir uns jetzt mal die Preise an. Das Velo Rocky startet ab 1.590 € mit dem Stahlrahmen und einer 10-Gang-Kettenschaltung und endet beim Velo Bike Plus Titan für 4.490 €. Das hier, das Velo Bike mit der Alfine 8-Gang, gibt es ab 2.290 € und mit dem Gepäckträger, Daypack, Ständer und Schutzblechen kostet es 2.721 €. Eine Sache ist mir beim Velo in den letzten Wochen ganz besonders aufgefallen, dass nämlich, wenn man darauf sitzt, man nicht merkt, dass man auf einem Faltrad sitzt. Während viele andere Falträder in der Fahrbarkeit irgendwelche Kompromisse eingehen, hat man hier das komplette Paket.
Wir haben sehr gute hydraulische Scheibenbremsen. Wir haben die Shimano Alfine Schaltung mitten am Riemen. Das Ganze funktioniert richtig, richtig gut, ist sauber, ist leise. Und auch hier mit diesem klappbaren Lenker hat man einen richtig breiten Lenker. Auch das ist ein Kompromiss, den man hier nicht eingehen muss. Also das finde ich wirklich stark beim Velo. Auch wenn der Faltmechanismus vielleicht nicht so elegant von der Hand geht, was allerdings auch an mir liegen könnte. Und das Ganze natürlich auch nicht so ganz so klein zusammenfalten lässt wie andere Falträder, ist das hier schon ein sehr guter Kandidat für meine Liste. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von dem Velo Rocky? Und gibt es noch andere Kandidaten, die ich in meiner Reise zum perfekten Faltrad testen sollte? Sagt es mir mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.